Wake up, Cole. Alter, ich stehe hier 5 Sekunden, ne? Und der heult gleich rum, ey. Meine Güte. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Wir haben, was haben wir in der letzten Folge, war ja hier krass, Unfall und so, 2 Frauen über die Böschung. Sie hier, Jessica Hamilton, heißt die Hamilton, es kann sein, ist 15 Jahre, genau, 15 Jahre, liegt im Krankenhaus, schwere Verletzungen, wurde wahrscheinlich missbraucht, ich gehe davon aus, ganz stark. Und ja, das ist der momentane Stand der Dinge. It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Guter Einfall. There she goes. Come on. Okay. Krass Verfolgungsjagd. Dieses Symbol blinkt auf, wenn du bei der Verfolgung zu nah dich zu. Okay. Das kann sie gar nicht sehen, wenn ich hier, weißt du, das geht ja nicht. So können wir die nämlich schön verfolgen, wo sie denn auch direkt ist, aber ich sehe sie ja noch. Da hinten. Wir dürfen jetzt auch nicht zu schnell fahren, muss ich sagen, weil sonst ist es blöd. Stopp. Ja, dann nicht stopp. Auch gut. Mal gucken, wo sie hinfährt, ne? She seems to have made a remarkably speedy recovery. Ah, cool, dass das untertitelt wird, finde ich super. Alter, bist du denn verrückt? Verrückter Typ. Hä? Wie? Was ist da los? Wo war denn das bitte auffällig, ja? Nur weil ich da so rumgebraust bin. Health is wealth. Get in there and see what she's up to. Okay. I do it, man, I do it. Bin reingegangen. Ach, hier ins Mallory's Café. Breakfast, Lunch and Diner. Muss ich hier irgendwo hinsetzen? Hier so? Was? Wie, ich wurde entdeckt? Hä? Ja, warum hat er sich nicht hingesetzt, der Lutscher? Stand direkt davor. Warum guckt ihr da überhaupt nach hinten? Was ist denn los mit der? Ja, ich bin ja dabei. Meine Fresse, ey. Entdeckung. E und RB hinter der Tür entdecken. Achso. Ja, das fällt jetzt auch überhaupt nicht auf. Ah, guck mal, sie guckt sich nochmal um. I understand, man, I understand. So, setzen wir uns mal hin hier. Oh, was ist denn schwer passiert? Meine Güte. No, I don't want him taught. Boah, die Teletubbies sind wieder im Fernsehen. Geil. Was ist das hier? Well, then make someone else do it. Hello Kitty Online kenne ich nicht. Was ist online? Verstehe ich nicht. Then make some calls. Verrückte Welt. I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. Ah. Telefoniert jetzt noch weiter. Ich möchte aber lesen, hier stehen voll interessante Sachen drin, ey. Ohne Spaß. Hier zum Beispiel. Granatenpreise auf dem freien Markt gefallen. Ketchuppreise gestiegen. Ei. Die Ketchuppreise, ey. Das ist das wahre Verbrechen, ne? Das ist ja das wahre Verbrechen. Zum Glück hatten wir einen Hut auf, sonst hätte ihr uns doch direkt gesehen, ey. Piu, Schwein gehabt. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. Left, coming up. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place.
or he'd done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his problem. What did you make of the kid? You believe her story? Turn back. You're going the wrong way. Ah, danke. Ich auch I think she gesehen. was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Das ist auf All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel. No. 20 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Das war unser Ding. Let's get to the apartment before someone gets hurt. Ja, Junge, ich bin doch dabei. Ich geb doch Gas hier. Da wäre der Adi noch stolz drauf, wie ich Gas gebe, Junge. Meine Güte, heul doch nicht rum. Siehst du, wie ich hier rumbrause? Wie ein Verrückter. Alter Schwede, ne? Dann müssen die mal hier, weißt du, dann müssen die mal ein bisschen näher an den ganzen Orten wohnen. Da kann ich ja nichts für, wenn die mal hier so weit auseinander wohnen. Das ist nicht meine Schuld. Arschkugel. So, wir sind aber gleich da. Wahrscheinlich sind eh alle tot. Alle tot, alle tot. Ich glaube, alle sind tot. Renn! Wenn wir die Schnürsenkel zumachen. Achso, Türen kannst du nicht öffnen. Ha, ist scheiße. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Was? Wo ist der Fahrstuhl? Wo ist der Fahrstuhl? Wo ist der Fahrstuhl? Hier ist der Fahrstuhl. Jetzt muss ich ihn echt noch rufen. Achso, der ist schon sofort da, okay. Ja, komm. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. So, letzte Wohnung, rechte Seite hat er gesagt, ne? War das nicht so? War das nicht... nee. Hä? Hä? 8, wo ist denn 803 jetzt schon? Ach, das ist 801, scheiße. Andere Seite, Junge. Links, er hat uns verarscht. Er gehört mit zu den... Bist du doof? Hör auf damit. Trottel. Geh rein. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs.? Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Wir waren nicht schnell genug. Ich weiß nämlich noch, ich glaube, wenn man schnell genug gewesen wäre, dann hätte man sogar noch die beiden Einbrechers gekriegt. Aber naja. Wir sind ja nicht hier, um Einbrechers zu jagen. Ne? Hier ist doch was. Nimm. Da, Statue. Wie wichtig? Don't think this is any use to us. Doch, damit kann man Leute kaputt hauen. Einfach so. Achso, er geht wieder raus. Er geht, ach nee, er geht ins Schlafzimmer. Ich dachte, er geht wieder. Gay Cowboys. Gay Cowboys für Mark Bishop mit Dank von Presented to Mark. Silver Screen Props. Gay Cowboys, soll das so eine Anspielung auf Brokeback Mountain sein, oder was? Ich vermute schon. Ich vermute schon. So, wie kommt er denn da hin? War doch gerade noch, ne? Naja. Wir gehen überall gucken. Hier ist was. Ah, Geld. Einstecken. Nimm's mit. No good to me. Wie nicht gut für dich? Das sind 5 Mäuse, Junge. Sind das überhaupt $5? Das sind 5 Mäuse. Nimm sie mit. Niemand wird's merken. Probably nothing. Ach, vermutlich nicht. Du hast ja keine Ahnung. Du bist nur für ein komischer Detective, ey. Kein Plan von nix. Ist hier? Ein Bild. Da bestimmt irgendwas versteckt drin. Komm schon. Looks like the old movie set downtown. Komm schon, da ist doch was versteckt. Nein, ist es nicht, verdammt.
Haben wir hier? Intoleranz. Kampf der Liebe durch alle Zeiten von D.W. Griffith. Die große Mauer von Great Wall Babylon. of Babylon. A replica of a replica. Ja, Intoleranz. So kann man das... Wie hieß der Film? Hieß der Film jetzt Intoleranz oder war das die Auszeichnung Intoleranz? Fragen über Fragen, würde ich sagen. Hier ist noch irgendwo was. Ah, was haben wir denn hier? Ist doch bestimmt wichtig. Don't think this is going to help us. Natürlich, in Codes Augen ist das nicht wichtig, na klar. Hier, guck mal. Die säuft. It would take a smarter man than me to connect that. Ja. Dumm wie Stroh, ey. Dumm wie Stroh. Ist doch ganz klar, sie säuft und hat das hier, hat die Typen selber, weißt du, engagiert, damit die hier ein bisschen Radatz machen. So. Oh, was haben wir denn da? Zahlen Sie gegen diesen Scheck den Betrag von $20.000 aus. Lorna irgendwas, Mark Bishop. What do you have to do to earn $20,000? Na, könnte ich mir schon was vorstellen. Mal richtig, richtig schön hart Auto putzen, ne? Not everything here is going to be relevant. Ja, warum nimmst du das direkt in die Hand? Komischer Typ. Oh, hier, Lippenstift. Wichtig. I doubt it. Der würde dir gut stehen. Mach mal. Ach, verdammt. Ach, verdammt. So, hier ein Ring. Don't think this is anything. Doch, doch. Wie, der ist nichts wert. Der ist doch aus dem Kaugummiautomat. Mindestens 10 Cent. Incidental. Ach so, DNA gibt's ja noch gar nicht. Also gibt's ja schon, aber man kann die ja noch nicht feststellen. Ah, ist blöd. So, hier kommen wir wieder raus. Hier war ja nichts, ne? Ah doch, da war diese komische Statue. Kann ich hier auch rein? Ne, die Tür ist böse. Hier noch irgendwas? Oh. Guck dir diesen Holzlöffel an. Junk. Du weißt, was hier passiert ist. Na gut. I don't think so. So, jetzt pass mal auf, mein Freund, ja? Die Gabel hat alles erzählt und sagt, du warst es. Rede! Ah, die sind gut. Die sind gut, die sagen nichts. Verdammt. Eine Tasse? Circumstantial. Ja. Doch, ist eine Tasse. Eine weiße Tasse. Ist schon nicht schlecht. Komm, Mann, hier ist ja nichts mehr. Was, habe ich schon alles gefunden? Nee. Guck hier noch mal ein bisschen nach. Die haben auf jeden Fall irgendwas gesucht oder die haben das einfach nur so gemacht. Ich habe ja nur die Vermutung, da stecken noch Leute dahinter, die wir schon kennen. Also, hier. This doesn't pertain to the case. Doch, da ist eine Uhrzeit drauf. Das hat immer mit einem Fall zu tun. Ich glaube, aber soweit alles fast. Not sure this means much. Color and Color Mixing. Mhm. Oh. Ein Bild, das ist doch bestimmt noch relevant. Looks like we found our mermaid. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Ah, gut zu wissen. Eddie Wason. Kenn ich nicht, aber ist auch egal. Seems irrelevant. Another time and place. Die sind ganz schön ungebildet, die haben keine Zeitung hier rumliegen. Aber ich bin der Meinung, ich habe so jetzt mal alles durchgeguckt. Vielleicht auf dem Balkon noch irgendwie was. Ne, hier ist anscheinend nichts. Na gut, unterhalten wir uns. Also, was ist hier überhaupt passiert, ne? Those men. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Ich glaube, die Schauspielerin, der dieses Gesicht nachempfunden ist, kenne ich. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Das ist blöd.
So, die guckt so ein bisschen kacke, deswegen ich ganz ehrlich, aus Prinzip, ich zweifle ihr alles an, wenn ich mir unsicher bin. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Die sieht sehr ehrlich aus. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him, but I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Komm, da liegt er auf dem Boden, Mädchen. Das ist sehr offensichtlich. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, Detective? Ja. Mein Gesicht. Mein Gesicht in. Genau. Ich weißt du, das mit meinem Gesicht in deiner Faust. So sieht's aus. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Was willst du jetzt machen? Ich sage die Wahrheit, aber ich zweifle jetzt an, weil du doof bist. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, Detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, Detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Das ist hier eine ganz neue Stufe der Prostitution. Ja, Telefon. Ich muss da mal telefonieren. Das wird mir angezeigt. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Okay. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thanks for your help. Porno Third? Okay. Verstehe. So eine Filme machen die da also auch. Ich muss da mal hin. Los, Bekowski, komm mit. Auf und davon. Jetzt darfst du drücken. Haha. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife, finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Oh, warte mal, bedeutet das nicht, dass wir auch theoretisch, ja, ne? Weil wir kommen ja noch, wir waren ja, Streife, jetzt sind wir, wo sind wir jetzt? Mordkommission, ne? Wir kommen ja noch in diese richtig geile, die halt gut angesehen wird. Ich glaube, da kommen wir danach, oder? Hab keine Ahnung. Wir werden es ja sehen, wenn wir fertig sind, aber erstmal müssen wir jetzt zu dem Film. Ich mache das jetzt alles noch in der Folge, weil danach kommt, glaube ich, gar nicht mehr so viel.
Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee. Alako. Ah! Hab ich fast getroffen, ey. Schon los mit dem. Er wird schon gehupt. Ich fahr wie so ein Verrückter, ey. Ja, finde ich witzig. Hup, hup. So, fahren wir jetzt hier lang. Ah, verdammt. Da ist direkt die Sirene angegangen, ey. Ein bisschen spät, aber gut. So. Oh, scheiße, schon wieder. Verdammt. Ja, warten, die stehen alle im Weg, fahren mich an. Was soll ich? Kann ja auch nichts tun. Mein Gott, ey. Hier, da müssen wir rauf. Hier irgendwo ist das. Da. Silver Screen. Prop Store. Ah, hier gibt's Fornitures. Guck mal. Fornitures. Oh, ein Bär. Hallo, kleiner Bär. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Leitung? Nee, Kopfkissen. Ah. Ach, hier darf ich nichts gucken, aber ich glaube, hier ist. Da ist eine Zeitung, Zeitung. Oder? Ich glaube, ja. Müssen wir uns gleich holen. So, you coming? Ja, die Schnauze. Ich bin schon auf dem Weg. Führen uns eigentlich hin. Requisiten waren da hinten. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. So, ich bin weg, ciao. Moment, ich habe gesagt, ich bin weg, ciao. Komm in einer Stunde ungefähr wieder, ne? Ich gehe was essen. Tschüss. Mal ein bisschen hier Krach machen. So, jetzt gucken wir uns den ganzen Shit hier mal an. Ne, wir fangen mal hier draußen an, wir gehen auch gleich rein. Farbe. Mhm. Oh, Schrumpfköpfe. Oh, nicht der richtige? Der hier? Einer Schrumpfköpfe. Scheint ihn gerade irgendwie nicht so zu interessieren. Hier. Aha. Schrumpfkopf. Der sieht genauso aus. Jetzt aber, ja? So this is where you sprang from. Aber wie kommst du wieder hier hin? Mysteriös. So, erstmal Zeitung auch angucken. Drogenflut auf der Straße. Polizei jagt Schmugglerware. Irgendwas. Aus Armeebeständen, natürlich. Vorräten. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. So Cohen. you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. And how can you make a cake with those ingredients, huh? So how is that my problem, Mr. Cohen?
Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, Surrettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey, hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Ich glaube, ich will, dass er stirbt, ja. So. Weiter gucken. Ja gut, Schrumpfköpfe. Wir haben ja nun schon einen Schrumpfkopf gefunden. Wir müssen mal weiterschauen. So, können wir auch wieder rein eigentlich? Ja. Dann gucken wir uns nämlich mal hier drinnen um, weil hier waren ja Requisiten en masse am Stissel, ne? Ich habe natürlich keine Ahnung, was hiervon relevant ist. Und was nicht, aber das macht ja nichts. Oh, tut mir leid. Oh, tut mir leid. Komm hier rauf? Nein. La 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 la. Gibt's hier nichts? Willst du mich verarschen? Nichts? Nichts? Ein bisschen traurig. Wahrscheinlich muss ich mich hier auch gar nicht umgucken, sondern eher da hinten, wo die stehen. Aber das ist mir egal. Ich gucke mich jetzt auch hier einfach um. Ich gucke jetzt einfach. Lalala. Aber hier gibt's nichts. Verdammt. Menno. Ja, dann komme ich wieder zurück. Wenn es hier nichts geben tut, ne, komme ich wieder zurück. Ich musste kurz mal... Ihr wisst schon. Ne? So. Ach, guck mal, die sind reingegangen. Läuft. Ach nee, die stehen ja noch hier. Läuft. So, ich bin da mal kurz hier gucken, ne? Was haben wir denn hier alles? Aha. Guck mal, noch ein Schrumpfkopf. Ja, sieht scheiße aus. Ist klar. Haben wir noch mehr? Ah, was haben wir denn hier? Oh, Pillen. Alter, mach doch mal jetzt. Chloral Hydrate. Oh. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Oh, 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 oh. Das sieht ja jetzt schon mal nicht gut für ihn aus, ne? Ach, sind das wieder die Schrumpfköpfe? Ja, komm, Schrumpfköpfe am Arsch. Oh, Spiegel. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Huh. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Lalala. Ja, wir unterhalten uns gleich, mein Freund, ne? Gleich. Erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Wir müssen ja schließlich gucken. Ja. Erstmal schauen, hier war irgendwas. Ah, guck mal, ein Spiegel. Ach nee, eine Bürste. This isn't what we're looking for. Schade, ich dachte schon, wäre ein Spiegel. Ne. Wurde enttäuscht. Tja. Machst da halt nix. Ach, guck mal, ist ja aber passend hier auf dem Klo. Ach so, hä? What the fuck? Hä? What the fuck? Ich habe ja noch nicht alles gefunden. Es gibt immer mindestens 5 Sachen. Aber wie komme ich da rein? Ist ein Raum. Wie komme ich da in den Raum? Nein! Geh weg. Weg. Ich kann es nicht kaputt machen. Schade. Ah. Wie komme ich da hin? Ich will da hin jetzt. Sofort. Hier nochmal umgucken, vielleicht ist hier auch noch irgendwas, aber da hinten ist ja der Raum, ne? Das, Oder einmal jetzt mit dem Reden, ich bin mir nicht sicher. Damit er uns eventuell sagt, wie man da in den Raum kommt, weil irgendwie muss man ja nur auch reinkommen, ne?
Aber nicht, dass ich jetzt mit ihm rede und dann, ja, hier fehlen halt ein paar Beweise, ne? Wäre auch ein bisschen blöd. Bei den Spiegel kann ich komischerweise nicht untersuchen. Ich kann das Klo nicht spülen. Ärgerlich. Was mache ich jetzt? Ja, muss ich ja mit ihm reden eigentlich, ne? Ich habe das Gefühl, ich muss mit ihm wohl reden, weil anders werde ich wohl... Nee, ich will noch nicht mit ihm reden. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich guck noch mal draußen kurz. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Ich habe ein bisschen Schiss, ja, dass ich dann irgendwas übersehe und dann hast du verkackt. Naja, das ist auch blöd. Wir waren ja auch da hinten nicht, aber hier haben wir vielleicht auch irgendwas übersehen. Hier noch irgendwas? Hm? Ach, lol. Ah, gut gemacht, habe ich gar nicht gesehen. Ah. So ist das also. Was haben wir hier? Ach, nur eine leere Flasche, ja gut. Ja, die hat nichts damit zu tun, ich weiß, Cole. Alles gut. Bam! So. Ha! Jetzt hat mich aber das Piepen gerade echt mal gerettet, ne? Oh, geil. Guck mal hier. Hua! Hu! Ha! Hi! Ha! Ho! Alle Gegner tot. Was haben wir hier? Bishop Pictures, Titel Jungle Drums. Zu Händen Mark Bishop, Adresse Ecke 8th Street und so weiter und so fort. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Okay. Noch irgendwas? Oh, das ist bestimmt wichtig. Steht auf jeden Fall der Name von Jessica Hamilton drauf. Wie soll ich denn das drehen? What the fuck? Achso, ich soll das untersuchen, nicht drehen. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Der ist im Internet gelandet. Jetzt schon, obwohl es noch gar keins gibt. Gut. Hier kann man durchgucken. Da siehst du das nämlich. Und wenn die da irgendwas machen, kann man das beobachten. Ja. So waren die Tricks damals, I ne? wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood. Ich glaube, mehr als genug. Ja, ist ja gut. Ich glaube, mehr als genug. So. Oh, was ist denn hier? Ah. Passend. Das ist das, was ich meinte. Auf dem Klo ist auch nämlich auch noch so. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Oder? Von hier kann er ja nicht wirklich gut gucken. Das ist nicht gut überdacht, das Ganze hier. So, ich denke, habe ich alles? Ja, ich denke schon, ne? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück. Aber die Wand ist cool gemacht irgendwie, weil ich habe das echt nicht gesehen. Nur das, dieses Klimpern hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht. Ich habe alles. Ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, dieses Geräusch, dieses bedeutet immer, man hat alles gefunden. Jetzt muss ich aber mal zur Potte kommen, sonst wird das hier noch viel zu lang. Ey. So, jetzt reden wir Tacheles, mein Freund. Was ist hier los? Mit dem Klospiegel da. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. Ja, das glaube ich nicht. I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? So, die Frage ist, mit was? Jetzt haben wir das ja gemacht. Ich würde sagen, die Drogen, also hier diese komischen, das hier. Das Chlor. Ja, da kackst du blöd, ne? Da kommen wir wieder so leicht. Ja, wieder so ganz leicht nach oben guckt, das ist auf jeden Fall Schuldgeständnis. A 15-year-old girl told me how she was drugged and molested at a casting house. I found the chloral hydrate in your drinks cabinet. You give me something or I will break your fucking jaw, Hopgood. Bishop was here with you and Ballard and the girl.
A lot of producers and directors use this place. I'm not responsible for what goes on here. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Okay. You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. What's the deal with you and June Ballard? Look, buddy, I make props. I hardly ever meet the talent unless it's something tailor-made for them, like a sword or something. You and Ballard are blackmailing Bishop. That's why he cracked. You got nothing on me. My hands are clean on this. Ja gut, das haben wir schon widerlegt. Da, leere Filmdose. Muss mal kurz. Filmdose kann sich mit Mark Bishop, Jessica Hammer und ein Film fehlt. Enough. I've been in your peep room, Hopgood. I've seen your smut pictures and the camera setup. You made a movie of Jessica. I found the canister. The deal is I get to sell the movies to burlesque houses and private collectors. These movie guys love seeing their cocks on screen. But part of the arrangement is I never film their faces. June had me film Bishop, and then she kept the movie for insurance. He went apeshit when he realized his face was front and center. Who has the film now? Who else? McAfee. Ballard had what she wanted. Where does the money come into it? What money? Ach komm. Oh, Kinder, ist ja sehr offensichtlich. Welches Geld? Welches Geld? Sag dir, welches Geld? Enough of the lies. I told you, I get my cut selling dirty movies. Ja. Pass auf. Wo ist denn jetzt? Da. So. Your ex was getting 20 large from Bishop. If I wanted to skim 20 from Bishop, we'd do it through the movie budget. June said she'd sell him the film once the movie had wrapped, but Guy wanted cash. He's in a cash-only business. You think I had a choice in this? That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps! Roy Earl, ad vice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, Detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen, to stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are.
So sieht's aus. Hilfe! Polizei! Ach, wie sind denn die Polizei, verdammt? Warte, hinter uns. Nein, falsche Richtung. Oh, Alter! Uiuiuiui. Ja, ich bin nicht closer. Warte. Ich versuche dich close enough zu bringen, Junge. Oh, Alter, seid ihr verrückt? Oh, sehr gut. Nee, doch nicht sehr gut. Das ist das falsche Auto gewesen, verdammt. Nee, doch, das war eines der richtigen Autos. Los, töte sie. Töte sie? Ah, wunderbar. Läuft. Let's see him chase us now. On to the movie set, Phelps. Let's roll. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. So, da das jetzt hier alles so mega lang ist und jetzt doch noch mehr kommt, als ich gedacht hätte, beende ich jetzt die Folge hier. Und in der nächsten Folge gehen wir zum Filmstudio und gucken, was da abgeht. Ich bedanke mich bei euch. Und falls das dann zu kurz sein sollte, muss ich das hier irgendwie umschneiden. Ist ja egal. Bis dahin. Haut rein.